vorherigen Video habe ich dir erklärt, wie du dein Control4-Konto mit deinem Oversee-Konto verknüpfen kannst. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Control4-Controller registrierst, damit du Konten und Projekte von Oversee aus erstellen kannst. Dies hat mehrere Vorteile. Die Einrichtung des Kundenstandorts in Oversee, das Einfügen von Räumen in Oversee, die mit dem Control4-Projekt synchronisiert werden, Finden, Beanspruchen und Registrieren des primären Controllers für ein temporäres Händlerkonto, das Fernverbindungen, Updates und andere Online-Dienste ermöglicht. Temporäre Händlerzugangsdaten können verwendet werden, um auf das Projekt über die Control4-App für iOS und Android sowohl lokal als auch remote zuzugreifen, um das Control4-Projekt zu testen und zu validieren. Aktualisierung des Control4-Projekts auf das neueste Betriebssystem. Verwendung des neuen Customer Handoff-Prozesses für einen professionelleren und sicheren Umgang. Wie registrierst du also einen Control4-Controller unter Verwendung von Oversee? Überprüfe die Verbindung zwischen deinem MyControl4-Konto und Oversee. Die Anleitung dafür findest du bei Bedarf im letzten Video. Registriere den Controller unter der Oversee-Lokalisierung. Teste temporäre Zugangsdaten. Starte die Kundenübergabe mit endgültigen Zugangsdaten. Schauen wir uns das mal an. Überprüfe die Verbindung zwischen deinem MyControl4-Konto und Oversee. In Oversee wählst du Konto aus. Denke daran, dass du, um die Seite Kontoeinstellungen anzeigen zu können, der Oversee-Besitzer sein musst oder über Administratorrechte verfügen musst. Überprüfe, dass dein MyControl4-Konto mit dem Oversee-Konto verknüpft ist. Hinweis: Wenn deine Composer Pro oder my.control4.com Anmeldedaten mit deinen customer.control4.com Anmeldedaten übereinstimmen, erhältst du einen Fehler. Ändere deine customer.control4.com Anmeldedaten, um das Problem zu beheben. Sobald die Verbindung zwischen my.control4.com und Oversee überprüft wurde, wird die Registrierkarte Kategorien angezeigt. Nachdem ein Standort erstellt und der Controller entweder durch Scannen des Netzwerks beansprucht oder manuell zum Standort hinzugefügt wurde, kannst du ihn über Oversee registrieren. Wähle auf dem Standort Dashboard die Registrierkarte Kategorien. Wähle im Bereich Steuerung und Automatisierung die Option Neues Projekt starten und dann Control4-Projekt. Wähle das Steuergerät aus und wähle dann Einstellen und Registrieren. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern. Beachte, dass pro Standort nur ein primärer Controller hinzugefügt werden kann. Temporäre Anmeldeinformationen testen. Sobald der Controller registriert ist, werden in Oversee temporäre Zugangsdaten erstellt, um das System zu konfigurieren und zu testen, bevor es an den Kunden übergeben wird. Du musst die Anmeldeinformationen nur kopieren und in die Control4-App einfügen. Falls du etwas modifizieren musst, gehe zu Composer Pro und füge Dinge hinzu oder ändere sie ab. In diesem Fall ändern wir den Namen des Zimmers und fügen mehr Geräte hinzu. Einmal fertig mit den Änderungen, klicke auf Refresh Navigators, um sie anzuzeigen.
Sobald das System konfiguriert ist und einwandfrei funktioniert, ist es an der Zeit, es an den Kunden zu übergeben. Wähle Start Customer Handoff. Gib im Dialogfeld Benutzer einladen die E-Mail-Adresse des Kunden ein, wähle Control4 als Anwendung aus und klicke dann auf Einladung senden. Das System bleibt im Schwebezustand, bis die Einladung angenommen wird. Die Einladung verfällt nach 3 Tagen. Während des Schwebezustands kann die Einladung jederzeit widerrufen werden. Der Kunde wird eine E-Mail mit einem Link erhalten, um die Control4-App auf seinem Handy herunterzuladen. Wenn der Kunde auf den Link in der E-Mail klickt, wird die App geöffnet und eine neue Passwortanfrage für das Kundenkonto gestellt. Hier weisen wir die erforderlichen Berechtigungen zu, damit die App funktioniert, und testen sie. Wenn wir die Kontoinformationen im Browser nun erneut laden, sehen wir, dass der Status auf Akzeptiert geändert wurde. Nun hast du den Controller registriert und die Kunden-App konfiguriert. Aber was ist, wenn ich automatische Updates durchführen oder den Status des Controllers überprüfen oder Protokolle generieren möchte, um ein technisches Problem zu lösen? All das kannst du mit den Tools für die Steuerung und Automatisierung von Projekten machen. Das zeige ich dir in einem kommenden Video.